Krishnamurti, das Bekannte muss still sein, damit sich das Unbekannte entfalten kann. Ja. Und jetzt haben wir ja hier eine gute Entfaltung. Eine gute was? Entfaltung. Das Unbekannte sich entfalten. Wie? Denn die Frage ist ja, wie kann das Bekannte still sein? Ne? Das ist ja die Bedingung. Damit sich das Unbekannte entfalten kann, muss das Bekannte still sein. Wie kann das Bekannte still sein? Dann brauchen wir uns um die Entfaltung ja gar nicht mehr zu kümmern. Weil wenn es still ist, dann läuft es ja, ne? Läuft's ja. Aber wie kann das Bekannte still sein? Um das rauszufinden, machen wir es uns wieder puppeleicht. Ich finde es immer schön, es sich puppeleicht zu machen. Und fragen einfach, wann ist dieses Bekannte ganz still in uns? Wann ist es wie von selbst ganz still in uns? Das heißt, wenn wir diese Frage beantworten, dann geben wir uns aus der eigenen Erfahrung die Top-Idee, wie es laufen kann. Wann ist in dir das Bekannte ganz still? Was sind das für Situationen, Momente, Geist, Gemüts, Seelenzustände, wo das Bekannte ganz still ist? Wenn ich mir sage, nein, das ist Quatsch, aber jetzt nur als Beispiel hast du gedacht. Wann ist das Bekannte ganz still in dir? Ganz still. ich kann jetzt nichts beschreiben, aber es hat immer was mit einer Lücke zu tun. Ja, Also du beschreibst die Stille jetzt. genau. Und die hat was mit einer Lücke zu tun. Und wenn die... Wo ist die Lücke? Ja, wo ist die? Zwischen zwei Gedanken, Gefühlen, Erinnerungen, vielleicht. Also immer Vorstellungen? zwischen irgendwas. Zwischen. Genau. Also zwischen, es ist immer zwischen. Zwischen, wir haben es raus, wir haben es zwischen. So, das haben wir sprachlich, haben wir es raus. Das Bekannte ganz still ist. Kann ich etwas tun, lassen, initiieren, um in diese Lücke zu kommen? Um in dieses ganz Stille. Das ist schon, wenn ich das so formuliere, bin ich schon wieder unterwegs, weil wir könnten natürlich auch sagen, wann ist es denn ganz still? So wie von selbst geschenkt, selige Momente. Und das ist sehr oft, wenn etwas Überraschendes, Wunderschönes, Überraschendes geschieht, dann ist es ganz still. Es erfüllt dich und du benennst es aber nicht, weil du es auch eigentlich gar nicht benennen kannst. Genau. Hat viel damit zu tun. Und ich finde es schön auch in der Dichtkunst, sich Inspiration zu holen. Also zum Beispiel von Rilke der Satz, und hat ein Blick mich einmal so gestreift, als wäre gerade das darin, was Leben ist. Das ist so da geschieht sowas. Oder auch sein Gedicht, wenn es nur einmal so ganz stille wäre, wenn das Zufällige und Ungefähre verstummte und das nachbarliche Lachen, wenn das Geräusch, das meine Sinne machen, mich nicht so sehr verhinderte am Wachen, dann könnte ich in einem tausendfachen Gedanken bis
an deinen Rand dich denken, um dich an alles Leben zu verschenken, wie einen Dank. Aber das ist ja gerade deine Frage, wenn das nur einmal so ganz stille wäre. Und dieses sich anrühren lassen durch das Schöne, das muss stärker sein als deine Lust, darüber nachzudenken. Dieses angerührt werden. Genau. Und dadurch zieht es einen ja wieder mit und kann was bewirken. Ja. Das ist schön und ich finde das so schön, dass du immer so die Gedichte vorträgst, als würdest du es das erste Mal sagen. Wirklich. Und das immer wieder so in so einem so einer totalen Angerührtheit immer wieder. Aber in so einer Fühltante ist ein Scheiße, ich bin nicht ein cooler Cowboy. Ja, genau. Echt, ey. Weichei-Scheiße. Überhaupt keinen Bock drauf. Ich trinke noch einen Korn.